Wie ihr wisst, unterstützt die NGM-App ja mehr oder weniger alle VAG-Modelle und beziehungsweise die Performance-Modelle des VAG-Konzerns. Und da darf ja wohl der RS6 als Flaggschiff von Audi nicht fehlen. Ja, heute haben wir hier einen Audi RS6 C8 Performance-Modell, einer der letzten, die vom Band gelaufen sind. Wollen euch heute ein bisschen zeigen, was habt ihr hier für Möglichkeiten mit der App, das Auto zu optimieren. Wie ihr wisst, klingen die Autos in der Serie, ich sag mal so, lala, das ist halt schon sehr, sehr gut gedämpft. Ja, liegt natürlich primär an den ganzen Filtern und Cuts, die da drin verbaut sind. Die können wir natürlich hardwareseitig mit der App auch nicht rauswerfen. Von daher haben wir die natürlich hier weiterhin drin. Ich wollte auch ein paar Sachen zum RS6 generell noch sagen, weil das Auto hat natürlich, wenn man es Leistung steigert, auch so ein, zwei Kleinigkeiten, die man auch hardwareseitig eigentlich optimieren müsste, damit man da ein deutliches Drehmomentzuwachs und auch ein deutliches Plus an Leistung hat und vor allem das Ganze auch bei heißen Temperaturen abrufen kann. Da machen wir jetzt auch gleich mal die Haube auf und zeigen, was bei diesem RS6 schon verbaut ist, weil das auf jeden Fall ein Bauteil ist, was ich, wenn ich einen RS6 T8 hätte, auch verbauen würde. Da sehen wir jetzt schon das schöne Aggregat. Haben ja hier den 4 Liter Biturbo V8 und ja, der Kunde hat hier schon eine APR-Ansaugung verbaut, die, sage ich mal, beim RS6 absoluter Flaschenhals ist. Das ist ja bei ganz vielen VAG-Performance-Modellen so, dass hier die Frischluftseite limitierend ist, bevor man jetzt, sage ich mal, immer die heiße Seite, was meine ich damit, Abgasanlage und Downpipe wechselt, sollte man natürlich erstmal schauen, dass die Frischluftseite optimiert ist, sodass die Lader auch dann genug Luft bekommen. Und da ist es halt elementar, dass man hier die Ansaugung wechselt. Genau, der RS6 C8 hat ja einen Ladeluftkühler. Der ist jetzt sozusagen noch das nächste, sage ich mal, Bauteil, was man eigentlich auf jeden Fall optimieren sollte, speziell wenn man wirklich in die höheren Leistungsregionen möchte. Ich meine, das Auto ist jetzt nicht gerade untermotorisiert mit seinen 630 PS, aber trotzdem, wenn man da natürlich dann nochmal eine Schippe drauflegen will, wäre der Ladeluftkühler vor allem im Sommer halt auf jeden Fall zu machen, damit das Auto einfach auch im Sommer die Leistung abruft. Thema Ansaugung, Ladeluftkühler haben wir besprochen. Jetzt gehen wir über zum Motorsteuergerät, weil das ist natürlich das, was die NGM-App natürlich auch flasht. Und da ist es halt so, dass man speziell bei den neueren Modellen noch ein bisschen das Problem hat, dass man die tendenziell wegschicken muss. Jetzt könnt ihr von zu Hause aus aber erstmal vorab auch überprüfen, ob das denn bei euch nötig ist, bevor ihr jetzt zum Beispiel die NGM-App bestellt. Wichtig ist, dass ihr im Fahrzeugschein das einfach nachcheckt. Das könnt ihr einfach, indem ihr den Fahrzeugschein aufmacht. Und da ist eine Euronorm drin und die Euro 6EA oder 6EB sind die zwei, die man leider anlocken muss. Das betrifft meistens die Fahrzeuge, die ab Mitte 2023 ausgeliefert und gebaut wurden. Deswegen schaut einfach nur in eurem Fahrzeugschein rein. Und wenn ihr die älteren Euro 6 Nummern habt, dann ist das kein Problem. Also wie gesagt, Euro 6EA, Euro 6EB muss das Steuergerät ausgebaut an die Firma Autotuner geschickt werden. Und dann natürlich auch das Thema SFD2-Schutz, wo ich oben rechts nochmal ein Video zu mache, damit ihr da auch seht, was ihr noch machen müsst, damit ihr die App auch vollständig nutzen könnt. Und jetzt würde ich sagen, springen wir auch gleich in die App rein und zeigen euch mal, was wir beim RS6 C8 aktuell für Optionen haben. Jetzt sitzen wir im Audi RS6 C8 und ich wollte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was wir hier an Optionen haben. Prinzipiell ist es so, zum aktuellen Zeitpunkt ist nur ein Soundpaket für den RS6 C8 verfügbar, weil momentan ist es nämlich so, dass sich unser neues Prüfstandgebäude im Bau befindet und es wird circa, hoffentlich, es ist schon verschoben worden, aber hoffentlich Ende des Jahres fertiggestellt und dann haben wir einen sehr, sehr guten Dyno zur Verfügung, mit dem wir dann die Stage 1 und die Stage 2 für den C8 fertig entwickeln werden. Genauso ist es auch für alle anderen Autos, wo aktuell noch nur das Soundpaket verfügbar ist oder auch nur eine Stage 1 verfügbar ist. Da haben wir dann eben auch endlich die Kapazitäten oder beziehungsweise die Räumlichkeiten, dass wir die Stages dann alle noch fertig rausfahren. Genau, weil manche Sachen kann man eben nur auf dem Dyno machen. Das ist auf der Straße halt ultra schwierig und das ist der Hintergrund, warum es jetzt aktuell für den RS6 C8 auch noch keine Stages gibt. Ja, jetzt gehen wir einfach mal rein und zeigen, was eben hier auch für das Soundtuning letzten Endes aktuell alles so verfügbar ist. Und da gehen wir mal in die Konfiguration rein und wir haben halt hier eigentlich mehr oder weniger genau das, was wir bei den anderen Autos auch anbieten. Trotzdem würde ich jetzt einfach mir hier die Zeit nehmen und euch auch einfach zeigen, was wir hier für Optionen haben. Genau, wir haben ja einmal die Funktion, dass man natürlich die Start-Stopp-Automatik entweder auf Aussetzen kann oder auf den letzten Modus. Das ist, wie es halt immer bei den ganzen Autos ist. Und dann wohl die wichtigste Funktion,
Das ist bei der MG1 so, dass wir hier das Knallen erstmal aktivieren können. Dann können wir die Dauer in P und N einstellen. Wir können hier sonst nur die Total Duration einstellen, also die Zeit, wo er knallt, von 1 Sekunde bis auf 2,5 Sekunden, also von 0 bis 2,5 ist die Einstellmöglichkeit. Und dann haben wir hier natürlich auch wieder 5 unterschiedliche Settings, was die Lautstärke angeht, aber auch die Tonvariante. Da haben wir 3 verschiedene Tonsettings, könnt ihr Medium, Hard und Soft auswählen. Das ist letzten Endes die Knallart, nenne ich es jetzt einfach mal. Einfach da mal ein bisschen testen und rumspielen. Genau, bei den Autos ist es tatsächlich so, dass wir hier natürlich schon sehr stark eingeschränkt sind durch die ganzen Filter, so wie ich es vorhin auch kurz erwähnt hatte schon. Aber es kommt trotzdem auf jeden Fall deutlich mehr raus, wie wenn das Teil halt Serie knallt. Und wir gehen jetzt hier einfach mal zu Demonstrationszwecken. Der Kunde hat schon gesagt, er möchte nicht volle maximale Lautstärke. Gehen wir mal auf 4 und die Duration gehen wir mal auf 1,25 oder beziehungsweise 1 Sekunde. Und im P und N auch. Das ist das, was wir euch jetzt nachher dann zeigen werden. Und vom Tonart gehen wir auf Medium. Genau. Ja, was auch noch ganz wichtig ist, wir können hier den Drehzahlbegrenzer im Stand aufheben. Dann die zweitwichtigste Maßnahme meiner Meinung nach ist, dass die Klappen natürlich auch, weil der RS6 C8 hat natürlich links und rechts jeweils eine Klappe und die gehen auch im Performance oder Dynamic Mode immer wieder zu und die wollen wir natürlich im Dynamic Mode 100% offen haben. Deswegen aktivieren wir natürlich diese Funktion auch. Und ja, VMAX hat der jetzt hier sowieso nicht mehr drin, schon Serie nicht. Das heißt, die Funktion können wir für das Auto brauchen wir nicht beachten. Und dann haben wir hier natürlich noch Optionen. Ihr könnt jetzt hier angeben, ob ihr einen Intercooler verbaut habt, also einen Ladeluftkühler. Dann könnt ihr auch noch angeben Inlet Intake. Hier, der hätte jetzt in dem Fall zum Beispiel Inlet und Intake verbaut. Das kann man eben einfach hier in der App schon eintragen. Daraufhin wird dann auch halt die Motorsoftware angepasst. Jetzt hier in dem Fall macht es noch nicht wirklich was aus, weil wir ja die originale Leistung fahren. Aber zum späteren Zeitpunkt, wenn die Stages noch mit eingepflegt werden, ist es dann auf jeden Fall relevant. Fuel Type wäre jetzt hier auch irrelevant, weil wir, wie gesagt, die Stage, also Software, die Seriensoftware fahren und noch keine Stage 1 oder Stage 2 haben. Von daher lassen wir das jetzt auch einfach mal deaktiviert. Hier mache ich auch nochmal aktivieren und dann würde ich jetzt das Ganze flashen. Und dann zeigen wir euch jetzt erstmal im Stand eine kurze Aufnahme, wie es sich anhört. Und dann fahren wir nochmal eine kleine Runde, würde ich sagen. Ja, meine Lieben, das war jetzt nur mal ein ganz kurzes Video vom Audi RS6 C8. Wir werden hier in Zukunft auf jeden Fall noch weitere Videos über dieses Auto bringen. Und zwar, sobald unser Gebäude steht und wir dann den Dyno haben, hauen wir das Auto auf den Dyno, machen da eine vernünftige Eingangs- und Ausgangsmessung. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch 100, 200 Zeiten Stock, sowie halt mit einer Stage 1. In der Stage 1 liegen wir hier auf jeden Fall bei schönen 700 PS und 900 Newtonmeter. Das werden wir auf jeden Fall abliefern können, auf 102 Oktan natürlich. Ja, und bleibt gespannt, freut euch über die nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, ciao.